Moin Freunde, es geht weiter mit der Chaoskolonie und wir werden mal sehen, was wir jetzt noch alles anstellen können. Ich habe ja gesagt, wir wollen jetzt mal die Superkühlung verwenden, was ich auch inzwischen mal gemacht habe, zumindest hier unten, weil ich was ausprobieren wollte, wie gut es kühlt. Und ihr könnt selber schon mal sehen, wie gut es kühlt, vor allem hier hinten im Eck. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch noch dran erinnern könnt, in der letzten Folge war es ja so, das hier war alles auf fast 100 Grad und hat gekocht, jetzt nicht mehr. Gut, Superkühlung funktioniert inzwischen, sogar sehr, sehr gut. Die Sache ist halt, der Dampf, ja, ich müsste hier dann noch die Superkühlung irgendwann mal durchleiten, einfach damit es sich ein bisschen runterkühlt. Aber dazu, ja, habe ich gerade eher ein paar andere Probleme, nämlich der Stromverbrauch, den ich habe. Hier habe ich schon mal angefangen, zumindest, dass ja die ganzen Rohrleitungen und so dann mal da sind. Als auch, ja, muss ich die Rakete hier dann mal losschicken auf Stinkera. Und Stinkera müssen wir hier nochmal überarbeiten, weil definitiv der Sauerstoff hier raus muss. Es wird zu viel Hitze hier reingemacht und ja. Ja, die Hitze, die hiervon kommt, wird halt ebenfalls da rein. Dadurch erwärmt sich das und dann erwärmt sich das noch. Und es ist alles ein bisschen, ja, ein kleiner Teufelskreislauf. Auf jeden Fall, hier muss ein Vakuum hin. Was wir eigentlich gleich schon mal vorbereiten können. Heißt, wir müssten hier einen Block hinmachen, hier einen Tropfen drauf, die beiden hier weg. Und dann müssten wir theoretisch ja hier reinkommen können und eine Pumpe mal hinmachen können. So, ja. Und irgendwer hat hier reingepisst, ich weiß auch nicht wer. Gut, 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 gut. Sonst funktioniert hier alles, wir haben keine Probleme mehr. Er hier, ja, muss gleich mal weggeschickt werden, was wir machen könnten. Zumindest wieder mal vorbereiten. So, die Rakete ist hier, also bräuchte ich den Platz hier. Den Platz bitte einmal frei machen. Ja. Ich brauche definitiv eine Leiter, die mal da hochführt. Und gleich kriege ich bestimmt... Ah, hier ist noch flüssiger Phosphor, okay. Ja, gleich kriege ich 100 Pro auch wieder mit irgend so eine Nachricht mit. Es ist zu heiß für die Duplikanten. Jo, habe ich schon direkt gekriegt. Ja, die Rakete muss weg, dann kann ich eine neue hinbauen. Ich möchte halt ganz gerne einfach nur meine Raketen so gut wie möglich behalten. Also auch wenn ich die neue hinbaue, wird das im Prinzip auch wieder eine Petroleum-Rakete, aber die wird dieses Mal mit einem Raumfahrmodul, einem Rover und ja, im Prinzip die Rakete, aber mit einem komplett anderen Innenraum. Der Innenraum ist das einzige, was ich eigentlich soweit behalten will. So, okay. Und wir müssen hoffen, dass wir bald mal, ja, wieder ein Land kriegen. Wir brauchen mindestens eins hier unten. Die Schweißkörner nehmen nämlich gerade ganz schön meinen Torf in Anspruch. Ich bin schon dabei, gerade auf Mehlholz auszuweichen. Yep. Und da habe ich ein Problem mit... Ach. Okay. Mehlholz ist doch ein bisschen noch eine größere Diva, als ich dachte. Und das, was ich eigentlich bald mal machen könnte, oder wenigstens vorbereiten kann, hier mal einfach so, zumindest das untere Zeug, ja, so einen kleinen Loop hier einbauen, dass, ja, wir jetzt einfach mal alles runterkühlen können. Gut, also baut das fertig und, jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Ah, Mist, ich habe das falsche Eck abgerissen. Bitte hier einmal cutten und... Oder... Nee, hier geht's raus. Dann habe ich doch nicht das falsche abgerissen. Also so, hier soll es dann rausgehen. Und wir reißen das hier mal alles ab. Ja, also er hier wird für, ja, meinen neuen Kühlschrank da sein. Natürlich alles mit Superkühlung voll gemacht.
Eigentlich müsste ich das hier oben entlang leiten, damit ich einfacher die Superkühlung reinfüllen kann. Hier habe ich ja schon was dafür. Oder ich mache es wieder unten. Es ist zwar ein bisschen, ja, kontraproduktiv, weil ich ein bisschen weniger von dem eigentlich haben wollte. So ein Mischmasch, aber komm schon. So funktioniert es am einfachsten. Hier kann ich es nicht so einfach machen. Ja, komm. Dann baue ich noch eins weiter raus. So, die ganzen müssen halt mit Flüssig... Ja, mit Flüssigkühlung, Superkühlung. Mann, 5-mal falsch aussprechen ist auch so eine andere Sache. Ja, auf jeden Fall hier rein muss dann die Superkühlung und wir machen das einmal hier komplett durch. Als auch werden wir die Linie hier umverlegen. Diese Linie soll nämlich jetzt dann sogar isoliert, weil es könnte gut möglich sein, dass wir sonst einen kleinen Kälteschaden kriegen, hier entlang laufen. Und das auch nur wegen der einen Sache. Superkühlung kann ich hier so entlang laufen lassen. Halt, wenn das hier weg ist, kann ich die ganz einfach hier... Die kommt hier irgendwie raus. Obwohl, kommt hier raus, geht hier entlang, so und kommt hier dann wieder raus. Und ich glaube, ich stelle mir es ein bisschen anders vor. Ja, komm. Brücke und so, ist alles egal. Aber so könnte ich zumindest Wasser und auch das Schmutzwasser nach oben leiten. So, hier oben, das muss ich auch noch mal komplett überarbeiten. Nur ich weiß noch nicht ganz wie. Weil die zwei sind, ja, so ein bisschen anders. Das Einzige, was ich machen könnte, dass ich die halt eben hier rausleite. Irgendwie dann in die ersten hier hineinleite. Dafür müsste ich die aber dann hier hinstellen, die beiden Wasserkühler. Dass ich das hier hineinleite. Hier so einmal durch und dann hier oben durch. Dass ich das so irgendwie rumleite. Anders kann ich es mir nicht wirklich vorstellen, wie ich es machen würde. Oder machen könnte. Gut. Was ist hier immer noch? Oh. Was war denn das jetzt? Ah, ja, genau. Ich habe ja was weggebaut, aber dann ist es runtergefallen. Hier. Vielleicht schaffen wir es sogar so weit heute zu machen, dass wir in der nächsten Folge dann mal auch auf den ersten Planetoiden gehen, und zwar auf den hier. Hier, du gehst auf den und wir beginnen die Startfrequenz. So, und bitte ein Lamp. Mist. Ein Lamp ist so selten inzwischen geworden und ich brauche doch nur eins. Ich glaube nicht, dass wir unbedingt noch eins bekommen so schnell. Und hier ist ja auch die Sache, wir entziehen der Gegend hier sehr, sehr viel. Und was ich gerade auch bemerke, wir sind hier inzwischen schon unter 50. Das ist zumindest schon mal sehr, sehr gut. Okay, Leute, ihr habt das hier fertig gebaut, also nächste Aufgabe für euch. Befüllt den Mist hier mit Superkühlung. Dann können wir endlich mal diese Kammer hier wieder frei machen von dem ganzen Dampf. Und wie sieht es eigentlich mit Radioaktivität aus? Ja. Inzwischen sind mal ein paar von denen gestorben. Wieso ist hier so viel Strahlung immer noch? Kommt etwa durch Obsidian Strahlung einfacher? Aber auch mit Licht habe ich was ganz Interessantes gelernt. Anscheinend können Gase auch das Licht vermindern. Was ein bisschen schwieriger wird auf ihn hier. Weil hier hatte ich schon den Plan mit den Gasimus und den Gasgras, aber das pro 10.000 Lux. Und die haben wir nicht die ganze Zeit, aber das, was wir theoretisch haben, wäre halt immer noch genügend. Aber durch das Erdgas, was wir ja machen müssen, haben wir nicht mehr genügend Lux wahrscheinlich.
Weil ich glaube, Erdgas war irgendwie, bis ich das ganze Licht aufgebracht hat, irgendwie so 15 Felder oder so. Ich kann mich jetzt hören. So, okay. Du bist auf dem Weg. Und jetzt, ja. Habe ich das andere Problem, dass ich hier erstmal irgendwie, ja, noch eine Rohrbrücke hinmachen muss, damit das Gas hier rausgeht. Wenn die Rohrbrücke steht, können wir das Ganze hier nochmal umverändern und besonders hier reingehen. Minus? Habe ich dich wirklich auf Minus gerade eingestellt? Nö. Aber na gut. Na gut, das passt eigentlich sehr gut. Ich muss eh hier zwar immer noch rein, aber jetzt ist wenigstens Eis da, was ich hier raus befördern könnte. Gut. Also euch wegbauen, das bauen, damit auch das Gas hier rausgeht, das dann alles zurückbauen und die neuen, ja, neuen anschließen. Als auch, ich weiß nicht, was ich mir hier gedacht habe. Ihr denkt wahrscheinlich auch, Mensch, ey, was hat er hier nur gemacht, aber ich weiß es selber nicht mehr. Das ist inzwischen so viele Folgen her und so viele Zyklen, Eikel, das wäre die einfachste Variante gewesen. Vielleicht dachte ich mir auch nur, das Zeug soll sich nicht allzu sehr aufheizen, aber tut's doch eh nicht. Ich habe mich gefragt, was habe ich falsch gemacht und was nicht alles, weil es einfach nicht kälter wurde. Irgendwie hatten wir hier durchgängig 120 Grad. Und dann ist es mir eingefallen, wir haben noch Wärmeaustauschplatten. Die haben sich hier irgendwie drinne versammelt und haben sich natürlich hier mit dem Metall und der Luft ausgetauscht. Und wir haben ein Problem. Wir haben ein fettes Problem. Oh oh. Oh oh. Gut. Dann muss das mal wieder unten weggehen, damit wir wieder... Hä? Habe ich irgendeine Automatisierung falsch gemacht? Dann so. Ah, dann hatte das Teil einfach nur keinen Strom vorhin. Ich habe mich schon gefragt. Ja, hier, es ging nämlich hier durch mit 70 Grad. Dann dachte ich mir, hä, was ist denn los? Dann habe ich es untergemacht. Dann ging irgendwie nichts mehr durch. Ja, irgendwie was merkwürdig gerade noch. Aber ja, jetzt haben wir wenigstens den Strom. Und unsere Base ein bisschen aufgekühlt. Aufgewärmt. Aufgekühlt. So. Ja. Das hier sieht inzwischen gut aus. Der Kreislauf läuft 1A. Ich habe auf minus 20 Grad gemacht. Und ja. Wir werden ja mal sehen, wie schnell das jetzt läuft. Dann habe ich nochmal die Rohre ein bisschen überarbeitet. Ihr könnt hier sehen, wie schön das jetzt aussieht. Und wirklich mal geordnet. Das Einzige, womit ich nur nicht so ganz zufrieden bin, ist das hier. Aber wenn ich das mache, hätte ich hier oben dann mehr Brücken hin machen müssen. Und ach. Ja. Jetzt muss er hier mal das machen, damit ich das Rohr abreißen kann. Und dann, ja, das Rohr hier noch. Und vielleicht solltet ihr auch mal ein bisschen mehr Superkühlung machen. Ich habe auch schon meinen Astronauten hier losgeschickt, damit wir Superkühlung gewinnen können. Wieder einmal, weil ich glaube, uns geht langsam das Fullerene aus. Federn kann ich inzwischen hier mal rausmachen. Oxylit auch. Torf muss ich definitiv noch drauf schauen. Als auch, ja, würde ich hier mal das Setup überarbeiten. Also eigentlich ja, hier. Reißt erstmal alles ab. Weil hier aus dem Setup würde ich jetzt ganz gerne, wenn es vielleicht funktioniert, noch eine zweite Etage, aber ja, würde wahrscheinlich nicht so gut werden. Deshalb mache ich nur eine hier. Ich ziehe mir hier eine Etage rein. So. Weil ich möchte jetzt ganz gerne mal die ganze verschmutzte Erde und was nicht noch alles mal verarbeiten wenigstens. So, hier hin und dann kommt noch, ja, so ein Block hier hin und dann noch ein Block hier hin und dann, ja, reißen wir mal alle anderen Gebäude hier unten ebenfalls noch ab. Genauso wie wir
streng genommen die Stromleitung hier abreißen können, weil die bräuchten wir nicht mehr. So. Also, wir gehen in Veredelung. Komposter. Machen wir, ja, 4, 5 Stücken. Dann brauchen wir... Strom brauche ich doch noch. Na gut. Das kann ich dann aber umleiten. Da mache ich den Strom lieber so, anstatt ich den da hinten entlang ziehe. Wieso ich den auch immer so lang gezogen habe und nicht einfach so. Einfach nicht mehr hinterfragen. Und jetzt komme ich auch gleich nicht mehr dahin, also kann ich das auch machen. Gegebenenfalls könnte ich sogar hier mal anfangen, was abzureißen. Das würde auch nicht allzu schlecht sein. So, ja. Ja, reißt jetzt erstmal das hier so weit ab. Dann könnt ihr wenigstens noch laufen und alles. Und wieso wird das hier nicht abgerissen? Wird abgerissen, aber ja. Es hat einfach nicht die höhere Prio. So. Jetzt erstmal hier bauen und graben auf Prio Nummer 7. Ich habe übrigens auch mal hier so einen kleinen, ja, wenn ich ihn finde, hier ist er. So einen Flydo hier reingemacht. Ab und zu muss mal eine Powerbank hier gewechselt werden. Aber ja, Powerbanks sind so eine andere Sache gerade. Ich muss wirklich da... Also da muss ich hier nochmal was reinmachen. Und das nochmal besondere Aufmerksamkeit schenken. Ja, Flydos sind auf jeden Fall sehr, sehr witzig und nett, weil die machen echt durchgängig ihren Job, brauchen eigentlich nichts und außer ein bisschen, ja, Energie und ja, müssen nicht die ganzen Wege hinterher machen. Die müssen ja auch nicht schlafen oder so, deshalb haben die keinen Grund nochmal hierhin zurück. Das könnte ich halt überall eigentlich mal reinmachen. Außer in sowas wie hier. Ja, und die Teile haben einfach nur ein Problem mit der Körpertemperatur noch. Was hoffentlich dann auch wieder runtergeht. Und ich muss auf mein Torf aufpassen. Mehlholz ist wenigstens mal wieder so auf der Temperatur, dass es ja anfängt zu wachsen. Dann habe ich wenigstens für ja ein paar 100 Zyklen noch ja, genügend Essen. So. Das, was ich hier noch hinmachen muss, ist ein Lufterfrischer. Und dann noch die, ja. Ja, komm. 4 Komposter und ja. Mal so 3 Behälter. Ich habe sogar... das habe ich auch mal freigeschaltet mit den Bauplänen. Okay. Gut. Die nächste Sache ist er hier. Ich muss alles aus dem System rauskriegen. Das habe ich natürlich nicht mitbedacht. Also, bitteschön. Einmal alles aus dem System rausmachen. Inzwischen ist auch mal hier alles raus. Jetzt können wir auch langsam mal alles hier verbinden. So. Was ist hier los? Wieso ist hier ein Rohr aus Schiefer? Habe ich irgendwie was verpasst das letzte Mal? Wieso ist hier das eine Rohr aus Schiefer? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es ganz ehrlich nicht. Aber na gut. Hier, Flüssigkeiten, Superkühlung, bauen. Und den Rest hier, ja. Kann ich eigentlich nahezu abreißen erstmal. Genauso wie das hier. Das ist wahrscheinlich mit eines der ersten Sachen, die ich noch abreißen will. So, und jetzt kommt es eigentlich. Erstmal hier anschließen und Gebäude wegmachen. Das hier weg und... Hä? Hä? Was habe ich gemacht? Wieso besteht das alles aus Schiefer? Hä? Was zum Teufel habe ich gemacht?
das alles aus Schiefer besteht. So, hier abreißen, abreißen. Ah, puh. Es hätte noch anders ausgehen können. So, erstmal die, ja. Über 80 Grad hier runterkühlen. Das ist Prio 9, das ist da, das ist da. Und jetzt muss ich nur mal auf... Ah, hier. Jo. Du kannst wieder zurückkommen. Du hast nämlich das kleine Problem... Erstmal, das hat sich schon wieder aufgefüllt. Du hast das kleine Problem, dass ja... der Bohrer nicht mehr funktioniert und du anscheinend doch wieder voll bist. Mal sehen, was du alles in dir hast. Das wird jetzt auch noch so eine witzige Sache. Okay. Das hier ist auch alles, also könnt ihr es auch mal abreißen. Ach, wie schön jetzt die Base wieder aussieht. Wie schön die Base wieder aussieht. Warte mal, hier rein kann ich ja eigentlich auch noch Petroleum machen. Mit einer Prio 7. So, gut. Ihr baut jetzt hier alles ab, baut alles hin. Schauen wir mal, was so alles noch passieren wird. Vor allem bei ein paar anderen Teilen hier. Und ja, wir werden mal sehen, was noch so kommt. Warte, hier ist irgendwas wieder. Batterie. Ah, hier. Ja, na gut. Das sollte sich eigentlich auch bald eingefunden haben. 35 Grad. Du hier sollst bei 15 Grad, ja. Ja, okay. Sollte eigentlich relativ gut funktionieren, so. Und du hier, ja, bist glaube ich bei 20 Grad, ja. Du solltest auch mit der Zeit jetzt noch runtergehen. Alles klar, das geht mit der Zeit noch runter, weniger Verbrauch. Wir haben immer noch viel zu viel Kohlendioxidherstellung. Die Slicksters kommen nicht mal hinterher, diese Menge, die ich hier habe. Und ja, bald ist es sogar so weit, dass das erste Rohöl mal hier hinkommt durch die Slickstars. Es würde witzig werden, wenn ich dann so viel Rohöl produzieren würde, dass die Teile auch runtergehen. Aber na gut, das ist eher ein Thema für irgendwann anders. So, das hier, ja. Ja, das funktioniert soweit noch. So, hier, Strom ist aber auch noch eine andere Sache. Strom ist eine ganz andere Sache. Wieso funktioniert das? Ah, so, deshalb funktioniert. Na gut, ist eigentlich sogar besser so. Aber ich muss hier ein bisschen mehr Stahl wieder mal herstellen. Ja, produziert bitte den Stahl. Wir brauchen ein bisschen mehr wieder, damit ich die Rakete hoch... Ah, der braucht auch Stahl. Damit ich die Rakete mal wieder ordentlich machen kann. Gut, auf jeden Fall. Wir haben jetzt das meiste geschafft. Da funktioniert alles. Das, was ich jetzt eigentlich noch machen will, dadurch, weil hier mal wieder alles runtergekühlt ist, können wir jetzt mal nach hier unten was ziehen. Und ich habe es nicht ganz durchdacht. Also ja. Macht mal die Seite hier auf und wir wollen gleich... Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, es funktioniert nicht. Gut, dann lasst bitte schon mal das und wir bauen das wieder hin. Oh, ja, ja, na gut. Ja, na gut. Das war's wohl nicht. Und außerdem muss ich auch noch jetzt langsam mal... Erstmal will ich das hier machen, damit die Raketen langsam nicht mehr die ganze Zeit, ja, alles Mögliche hier beschädigen oder schmelzen. Als auch, ja, müssen wir jetzt mal was bauen. Und zwar dich hier. Dich würde ich ganz gerne, ja, eigentlich so hierhin platziert haben. Gut, Leiterkabel kann ich aber auch schon mal hier hinbauen. Weil das wird eine Sache, die wir sehr gut brauchen für die nächsten Folgen. Wir wollen ja dann auf ein paar andere Asteroiden gehen. Und Mann, ey. Macht das hier am liebsten erstmal.
So. Ja, wir wollen auf andere Asteroiden gehen. Dadurch brauchen wir natürlich ihn hier. Interplanetare Abschussrampe. Die wird aber mit Radioaktivität aufgefüllt. Und das wird noch so eine andere Sache, wo ich ganz ehrlich sagen muss, es wird witzig werden. Weil wir müssen einen kleinen, ja, Strahlungskernreaktor bauen mit den Glühwürmchen hier. Den bauen wir irgendwie hier hin und hoffen, dass es hoffen, dass es genügend Strahlung zum Schluss wird, dass ja wir ein bisschen mehr verschicken können. Und jetzt ist die Sache, gut, du hast das zumindest. Okay. Okay, dann würde ich eher einen Förderschienenbelader hierhin machen. Oder, ja. Oder was mache ich hierhin? Automatisierung. Kann ich hier nicht auch irgendwie... Gab es hier nicht irgendwie einen Behälter oder so noch? Ah, hier. Intelligenter Lager. Das würde ich am liebsten eigentlich haben. Erst wenn du voll bist, soll er nämlich ein grünes Signal an den Arm geben. Und dann soll der das hier reinladen. Was sammelt sich da gerade? Oh oh. Okay. Okay. Wir müssen eine andere kleine Plattform bauen. Ja. Ich habe mich gerade schon gefragt, wieso das hochgeht, aber die Teilchen nicht. Und ja, jetzt weiß ich wieso. Und das hat sich endlich mal wieder gefüllt. Das heißt, wir können bald mal wieder eine ordentliche Luftschleuse hier machen. Aber na gut, ich würde sagen, das war's mit der Folge. Anscheinend hat sich so mit Sauerstoff gefüllt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns einen kleinen Kernreaktor machen und das erste Zeug auf den Asteroiden Fusionazon machen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Auf jeden Fall, ja. Ist nächste Folge vielleicht dann das erste Mal, dass wir Fuß setzen auf einen anderen Asteroiden. Und bis dann!